FWC-Finale 2025 ist durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand es sehr unterhaltsam, war ein cooler Stream gewesen, waren gute Matches gewesen. Und es gab, mehr oder weniger, fand ich, unerwarteterweise noch einen Hinweis und ein paar Informationen zum neuen Update. Einmal haben wir gesehen, dass es im November 2025 droppen soll, also nächsten Monat, so lange ist es nicht mehr. Und wir können uns bereits präregistrieren. Also das heißt, die ganze Testphase und so muss davor sogar noch passieren und sollte dann wahrscheinlich sehr zeitnah dann alles, sobald der Transfer vom FWC-Server zu den Main-Servern abgeschlossen ist, wahrscheinlich dann gleich starten, das Ganze getestet, damit es dann auch schon im November auf die Main-Server gespielt werden kann. Ich meine, da stand ja jetzt nicht wann November, aber selbst wenn es Ende November ist, ist es halt auch einfach nur noch 4 bis 5 Wochen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einmal bei der Pre-Register-Seite einmal alles durch, was wir uns so angucken können. Gehen auf ein paar Details und so nochmal ein. Ich verlinke euch auf jeden Fall in der Beschreibung noch, wie ihr euch pre-registrieren könnt, also die Webseite. Und ansonsten gehen wir hier einmal gemeinsam durch. Wir haben New Features, das meiste kennen wir von der Content Roadmap, aber hier gehen wir alles komplett nochmal durch. Kalion Grasland als Kontinent. Wir haben New Main Scenarios, also New Quest Rows, New Quest Lines. Main Scenario, okay, Quest Row, ich denke mal, das gehört alles so ein bisschen dazu. Dann Anku Asylum Instant Dungeon, sehen wir schon, ist hier oben dann wahrscheinlich, fangen wir hier unten an von den Monstern und kämpfen uns dann bis oben durch, wo dann der Endgame Dungeon auch platziert ist, I guess. Ansonsten finde ich, wenn es jetzt nicht noch mehr sind als die man hier sehen kann, sieht es für mich so ein bisschen aus, als ob das relativ wenig Monster sind, oder? Wir gehen mal hier ganz kurz. Wo die hier gar nicht da gelistet sind, oder? Sind die das mit dem Bogen? Gehen hier mal 500% kann ich noch ranzoomen. Aber für mich sehen die hier nicht so aus wie die mit dem Bogen, um ehrlich zu sein. Also vielleicht haben wir sogar noch mal ein paar mehr Monstergruppen. Oder ist es doch der mit dem Bogen, sieht nur halt komplett anders aus. Ja, ist gerade schwer zu sagen von dem Point of View. Aber ja, ansonsten haben wir halt bis Level 190 können wir dann leveln und ja, quasi das komplette Gebiet. Mir erscheint es erstmal ein bisschen wenig auf diesem Bild, aber vielleicht ist es auch dann mit noch mehr Monstergruppen, dass hier wirklich von 165 bis 190 die Monster abgedeckt werden. Wir sehen hier mehrere Repeatable Quest Lines, die wir hier haben. Also die blauen Ausrufezeichen sind ja immer Repeatable Quests, also sowas wie Tower oder auch Kappelsystem haben blaue so eine Ausrufezeichen, weil du die halt repeaten kannst. Okay, sind wir auf jeden Fall gespannt, was das wohl sein wird. Sir Jobs, 8 new Sir Jobs, many new unique skills per Job, new skill structure concept. Sehr gespannt auf jeden Fall. Also wir kennen ja die 8 neuen Jobs auf jeden Fall alle schon, wie sie heißen. Das ist quasi wie bei Fly PC, aber haben viele neue Skills. Wir wissen von Frosty, dass nicht alle den gleichen Amount von neuen Skills haben. Also es gibt welche, die haben vielleicht 6, 7 Skills neue, die anderen vielleicht, weiß nicht, 3, 4 oder 10, 12. Ich weiß es nicht, welche Zahl genau, aber es soll auf jeden Fall unterschiedlich sein. Nicht alle haben gleich 4 neue Skills, aber macht auch bei manchen ein bisschen mehr Sinn. Also manche Klassen wie Elementor, Psykeeper, auch Ringmaster sind ja sowieso skill-lastige Klassen, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Blade. New Skill Structure Konzept, also für mich hört sich das an, dass wir nicht wahrscheinlich einfach nur unsere üppigen Skillpunkte einfach nach einem Sir Job reinballern und dann ist das Thema mit Skills Leveln fertig. Sondern ich könnte mir gut vorstellen, dass sie damit meinen, dass die Skills an sich anders aufgebaut sind. Vielleicht muss man sich mehr Skillpunkte anders verdienen, zum Beispiel auch durch Quests, vielleicht auch durch einen Cash-Shop. Vielleicht sind die Skills aber auch so aufgebaut wie damals Version 6, dass man die benutzen muss und umso öfter man die benutzt, umso besser werden die, umso mehr leveln die auf. Vielleicht muss man irgendwas in Dungeons farmen oder irgendwelche Repeatable Quests machen, um irgendwelche Sachen zu bekommen, um einen Skill weiter aufzuleveln. Kann alles möglich sein, gibt es dazu bis jetzt keine Informationen, außer halt, dass es ein New Skill Structure Konzept gibt. Bin ich sehr gespannt, was es heißt. Level Expansion, also Max Level 190, wie ich schon gesagt habe, Hero Questline bis 180, viel Spaß dabei. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ultimate Upgrade Expansion. Okay, also wir wissen, wir können dann damit die Ultimate Waffen auf jeden Fall bis plus 10 machen. Die Frage ist, Ultimate Upgrade, ist da auch Schmuck mit dabei? Können wir auch Schmuck von Ulti plus 5 auf plus 10 machen?
Vielleicht, könnte ich mir gut vorstellen. Brand New Equipment, ist klar. Behemoth-Waffen, Behemoth-Devil-Waffen, die Sets, einmal hell und dunkel auf jeden Fall. Ob neuer Schmuck, ist nicht bekannt. New Offhand Weapons, ich glaube, die meinen damit Force Gem vom Force Master und das Spoo vom Mentalist. Ich weiß nicht, ob damit noch mehr gemeint ist. Ich weiß nicht, ob man damit mit New Offhand Weapons, ob die auch ultimfähig sind eventuell. Werden wir sehen. Ultimate Yevil Rework, also die ganze Juwelen-Sache. Ich weiß auch nicht, ob Runen-Sache, aber auf jeden Fall Juwelen mit STA, STR, Dex und so, mit Upgraden. Sehen wir gleich noch ein Bild dazu. Wird auf jeden Fall alles gereworked. Und hier sehen wir auf jeden Fall nochmal ein Bild mit den Behemoth-Waffen. Sieht sehr gut aus. Notiz hier nochmal an euch und an mich. Behemoth-Waffe hier in der ganz normalen Behemoth-Phase, wie wir es von Offi kennen. Gucken wir gleich mal noch ein bisschen was anderes an, was sehr interessant ist. Synthesize Ultimate Yevil. Hier kommen wir jetzt dazu, zu diesem Ultimate Yevil Rework. Synthesize 3 Yevils of the same tire, regardless of type, has a 100% chance to hit a random higher tire Yevil. With the used Yevils being destroyed and so resulting Yevil automatically automatically move to your inventory. Also wir können in Zukunft 3 verschiedene Yevils vom gleichen Tier reinpacken und haben eine 100% Chance, um ein random Higher Tire Yevil zu bekommen. Also wir können dann, weiß nicht, Dex, STA, Int reinmachen wollen, unbedingt unseren HP oder Attack oder was auch immer haben. Auf jeden Fall brauchen wir die nicht, weil die nutzlos sind und wir schon zig Ultimate Yevil Boxen geöffnet haben. Dann können wir die hier sozusagen immer weiter leveln mit einer 100% Chance, einen Random zu bekommen. Ich weiß ja nicht, wofür die Scroll hier ist. Vielleicht, wenn du 3 gleiche machst, um ein bestimmtes rauszuholen oder sowas. Wenn es 100% Success Rate ist, wozu dann die Protection Scroll. Vielleicht werden die dann auch nicht zerstört und du kannst noch weitermachen. We will see. Ultimate Yevili, the number of Ultimate Yevili has been significantly expanded. Ultimate Juwelen, ja, okay. Dann sehen wir hier nochmal Ultimate Upgrade plus 10. Wir haben hier einen Luzaka Crystal Stick mit Increased Attack, Healing, Casting Speed und Int. Mit Healing und Lifesteal Awake. Und in Orange noch Casting Speed und Block-Prozent. Was das jetzt nun wieder ist, ist eine andere Frage. Ob es irgendwie durch ein Upgrade-Level plus 10 kommt oder so, dass du nochmal Rolls kriegst, was auf jeden Fall insane ist. Weil Juwelen sind ja an sich so hier nicht drin, dass man jetzt sagt, okay, ja, Ultimate Yevili, vielleicht sind irgendwie Block und Casting Time irgendwas mit dabei oder sowas. Sind ja hier nicht sichtlich irgendwie eingesetzt worden. Muss man sehen, woher jetzt nochmal dieser Extra-Slot kommt. Das kann auf jeden Fall... Denkt einfach nur an den Blade. Was der mit 2 Waffen an verschiedenste Rolls machen kann. PvE-Schaden, Attack-Prozent. Der kann Lifesteal irgendwie mit drin haben. Der kann das und das und das und das. Er kann auf 4 verschiedene Stats auf 2 verschiedene Waffen, also 8 verschiedene Stats machen. Wird man sehen auf jeden Fall. Pre-Registration, hier könnt ihr euch einloggen und pre-registrieren, um diese Award zu bekommen. Scroll of Amplification erst 5 mal, Scroll of Return 10 mal und Dungeon Crawl 100 plus 10 Credit. Ihr für kostenlos nimmt man es auf jeden Fall mit. Gerade die Amplis zum Update werden wir mehr als genug gebrauchen können. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem, merkt euch das mit dem Skin von der Behemoth-Waffe. Hier ist die einfach in fucking rot und es sieht insane aus. Ich will zwar nicht den Waterglow rauf machen, das fittet irgendwie nicht. Aber... Junge, wie sieht diese Behemoth-Axt aus? In Rot. Mit den goldenen Akzenten. Holy F. Der kann ja einen FWC-Skin das schon gar nicht mehr toppen. Aber ja, krass. Gehen wir hier noch ein paar Screenshots durch. Hier haben wir das mal gesehen. Hier ist das Synthesize Ultimate Yevil. Hier haben wir den Eingang von Anku. Vom Behemoth Dungeon. Hier auch schön. Jetzt sieht man ihn, wie er hier eingraviert ist. Sieht sehr gut aus. Ansonsten haben wir hier von irgendeinem Blade-Skill oder Slayer-Skill, viel besser gesagt, hier eine Animation. Scheinbar sieht ein bisschen aus wie eine Druckwelle, die er um sich rum macht. Könnte irgendwas mit Bleeding oder irgendwie sowas sein. Auf jeden Fall sehr blutig. Interessant, aber was das jetzt genau macht, wissen wir nicht. Hier sehen wir noch ein bisschen was von der neuen Map. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Hier haben wir noch viele neue Bilder. Noch ein paar kennen wir schon. Aber ansonsten muss man sagen, grafisch ist das für Flive schon mehr als in Ordnung, meiner Meinung nach.
Hier sehen wir noch ein bisschen Alien, die Stadt, wo dann wahrscheinlich die ganzen NPCs und sowas alles drin sind, wo man sich dann auch pinporten kann, würde ich jetzt mal so sagen. Kommt man hier wahrscheinlich rein, so hast du ein paar NPCs und sowas alles. Die Station hast du hier oben, die sie einfach von Flares geklaut haben und einfach da reingeprügelt haben. Copy-Paste. Hier sieht man es nochmal besser. aber ist hier ganz cool mit den Aufgängen hoch und sowas alles. Also hier so alles mit Shops und belebt und sowas. Warum nicht? Quasi eine neue Season in Fly. Ändert sich ein bisschen was. Ist doch schön. Neuer Endgame-Bereich. Hier sieht man nochmal Behemoth-Axt, aber hier wieder normales Design. Ja, hier kämpft. Auf jeden Fall ganz, ganz cool. Das war's im Grunde auch zu den Informationen, die wir jetzt hatten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wann es losgeht, ob wir Testserverzugang, wann wir die ersten Sachen testen können. Auf jeden Fall freue ich mich da schon sehr drauf und es sollte theoretisch auch nicht mehr so lange dauern. Ansonsten schreibt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren. Wie hat euch FWC gefallen, das Finale? Habt ihr Kritik oder nicht? Und freut ihr euch aufs neue Update? Ich definitiv. Ich bin ready. Mir fehlt nur noch die Attack-Rune beim Jester und die werde ich wohl auch nicht mehr bekommen. Aber ist nicht so schlimm. Der Jester macht eh kein Damage. Also alles gut. Ich bin raus, Leute. Lasst noch einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und tschüssi.